Geht Sony jetzt an den Kragen? Ja, bei euch und bei mir sind die Kameras von Sony ja extrem beliebt, aber ein Hersteller, der für die meisten wohl eher so unterm Radar geflogen sein dürfte, der startet jetzt so richtig durch. Und wie geht es? Eigentlich ganz einfach. Man nehme das, was die Konkurrenz so bietet, packt noch einen Haufen Features obendrauf und verkauft es zu einem echt guten Preis in einem richtig sexy Body. Willkommen Lumix S5 2X. Kleiner Disclaimer vorab, Panasonic hat mir die Lumix S5 2X jetzt zum Testen zugeschickt und unterstützt dieses und auch die kommenden Videos, sodass ich mir die Kamera mal wirklich intensiv anschauen kann. Für mich ist es eine absolute Traumkooperation jetzt, weil Panasonic, weiß ich nicht, hat es mir jetzt aktuell schon so ein bisschen angetan. Okay, kommen wir zu den Punkten, wieso die S5 2X das Kamera-Release des Jahres für mich ist. Und ich könnte, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich stundenlang über die ein oder anderen kleinen Features reden, die mich wirklich beeindrucken und wo ich auch finde, dass die ein bisschen besser als bei Sony umgesetzt sind. Aber ich will mich jetzt mal auf die besten der besten Sachen konzentrieren. Bevor wir jetzt aber dazu kommen, müssen wir erstmal die offensichtlichste aller Fragen beantworten. Die Frage, die zeigt, wieso Panasonic jetzt erst so richtig interessant wird für viele und die Frage, die entscheidet, ob Panasonic in Zukunft in einem Atemzug mit Sony und Canon genannt wird. Schaut die Kamera geil aus? Nee, Spaß. Obwohl ich finde, dass die S5 2X mit ihrem Blacked-Out-Design eine der schönsten Kameras aktuell auf dem Markt ist die offensichtlichste und wichtigste Frage natürlich, hat die Panasonic jetzt einen guten Autofokus mit an Bord? Das haben neben mir natürlich schon viele andere getestet und die kurze Antwort auf die Frage lautet ja. Ich habe die Kamera jetzt schon ein paar Wochen im Einsatz und der Autofokus hat mich eigentlich nie wirklich enttäuscht. Also das ist schon wirklich jetzt auf einem sehr hohen Level. Wie gut der aber im Detail ist, könnten wir uns vielleicht mal in einem zukünftigen Video noch anschauen. Also wenn euch das interessiert, schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare. Das sind natürlich richtig gute Neuigkeiten, weil so das Totschlagargument, das viele und auch mich immer von Panasonic-Kameras abgehalten hat, war halt der nicht so gute Autofokus. Ja, und jetzt, wo das Problem aus dem Weg ist, kann man erstmal so richtig sehen, was da alles so geboten ist in den Panasonic-Kameras. Und eins kann ich euch direkt mal vorweg sagen, andere Hersteller wie Sony zum Beispiel könnten sich da wirklich mal eine ordentliche Scheibe davon abschneiden. Erstes Highlight für mich, Auflösung, Framerates und Codecs, die die Kamera mitbringt. Klar, 4K kann heutzutage jede Kamera, aber die Lumix S5 2X, die kann jetzt neben 4K auch noch Cine 4K und auch 6K in 10-Bit aufzeichnen. Und das geht hier in MP4, MOV und sogar in ProRes. Wer möchte, kann sogar einen externen Rekorder hier anschließen und dann in RAW aufzeichnen. Das Ganze funktioniert in ProRes RAW oder in Blackmagic B-RAW. Die Lumix bringt hier aber eine absolute Besonderheit mit. Wir können hier in 6K Open Gate aufzeichnen. Was bitteschön ist jetzt Open Gate? Das ist ziemlich einfach erklärt. Wir filmen ja normalerweise in 16:9, weil es halt dem Format am nächsten kommt, wie wir das Video dann normalerweise anschauen, zum Beispiel auf dem Fernseher. Jetzt ist es aber so, dass Vollformatsensoren typischerweise ein Seitenverhältnis von 3:2 haben. Das bedeutet, unser 16:9 Video nutzt halt nicht komplett den Sensor aus. Es wird also immer oben und unten so ein bisschen was weggeschnitten. Und genau das, was hier weggeschnitten wird, das kann natürlich super hilfreich sein, dann später im Schnitt, wenn wir ganz einfach das Bild noch ein bisschen reframen wollen, weil die Einstellung nicht ganz gepasst hat, oder wenn wir zum Beispiel aus dem vorhandenen Material noch ein Hochkant-Video schneiden möchten. Ja, man kann also sagen, 6K Open Gate bringt einfach noch viel mehr Möglichkeiten dann in der Post-Production, einfach durch den Auflösungsvorteil und den Vorteil beim Bildformat. Einziger kleiner Wermutstropfen, den man hier vielleicht anführen könnte, ist, dass das 6K Open Gate nur, in Anführungszeichen, nur in 10-Bit 420 und halt nicht in 422 Chroma Subsampling verfügbar ist. Aber um ehrlich zu sein, ich empfinde das jetzt nicht als große Einschränkung. Wer schon mal mit ProRes gearbeitet hat, der weiß, dass die Datenmengen, die dabei entstehen können, wirklich extrem groß sein können. Und das bedeutet, wir brauchen schnellen Speicher. Und schneller Speicher bei der Kamera bedeutet leider immer extrem viel Kohle. Ja, und da hat Panasonic auch noch ein zusätzliches Highlight mit reingebracht. Wir können hier ganz einfach über USB-C auf eine externe SSD aufzeichnen. Und das ist natürlich echt genial, weil so eine externe SSD ist halt im Normalfall viel günstiger als eine schnelle Speicherkarte.
Nur mal zum Vergleich, so eine relativ schnelle V90 SD-Karte für die Kamera, wenn man die in 128 GB kauft, dann kostet die schnell mal so um die 140 Euro. Für 140 Euro bekomme ich aber auf der anderen Seite auch eine 2 Terabyte externe SSD. Ja, 128 GB, 2 Terabyte. Natürlich bringt die Panasonic auch ein eigenes Log-Profil mit, das Panasonic V-Log, und das ist wirklich gut. Die Qualität und die Farben sind echt toll und in meiner Erfahrung bisher lässt sich das auch deutlich einfacher belichten als beispielsweise das S-Log 3 bei den Sonys, wie ich das halt standardmäßig so nutze. Das liegt aber auch in den nächsten Highlight-Funktionen. Die Belichtungstools, die in der Kamera eingebaut sind, sind einfach so meilenweit vor Sony. Fangen wir mal einfach an. Zebras. Die kennt man mittlerweile aus Kameras und Drohnen und das sind diese Bereiche, die so schraffiert dargestellt sind und typischerweise werden halt überbelichtete Bereiche damit dargestellt. Ja, aber es wird noch viel professioneller. Wir haben hier sogar Waveform und Vectorscope mit dabei, also 2 unglaublich gute Tools, um hier die Belichtung und die Farben nochmal besser beurteilen zu können. Und diese Tools kennen wir halt typischerweise nur von guten Kameramonitoren oder zum Beispiel aus der Schnittsoftware. Und wem das jetzt immer noch nicht reichen sollte, wir haben hier sogar noch eine zusätzliche überlagerte Spot-Belichtungsmessung, die wir auch noch nutzen können. Ihr seht also, das ist schon ein echt eigenes Level, was die Kamera hier an Funktionen mitbringt. Aber man muss ja auch nicht eingeschüchtert sein von den Funktionen. Man muss ja nicht unbedingt nutzen und wenn man sie nutzt, wird man auch ziemlich schnell dazulernen und dann wissen, ja, wie man die Funktionen richtig anwendet. Und auf der anderen Seite muss ich noch sagen, dass meine Erfahrungen jetzt der letzten Wochen auch zeigen, dass das V-Log-Bildprofil von der Panasonic einfach ein bisschen mehr verzeiht wie das S-Log 3 Bildprofil an meinen Sonys, wenn man die Belichtung halt mal nicht so ganz genau on point hat. Und eins der besten Features habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Die Lumix S5 II und S5 IIX haben einen integrierten Lüfter und damit dürfte ein Überhitzen eigentlich fast ausgeschlossen sein. Ich habe die Kamera zum Beispiel mal in 4K 30 in V-Log einfach reingestellt in den Raum und aufzeichnen lassen und nach 1,5 Stunden, das Einzige, was passiert ist, dass der Akku leer war, aber es kam absolut keine Temperaturwarnung oder so. Es ist dann natürlich super für längere YouTube-Videos oder zum Beispiel auch für Interview-Shots, wo ich halt im Sommer ziemlich viele davon gemacht habe. Ja, und genau in dem Bereich muss man halt dann, wenn man eine Sony mit integriertem Lüfter haben möchte, wirklich nochmal ordentlich viel tiefer in die Tasche greifen. So, ich denke, ihr seht jetzt, wieso mich die Kamera so interessiert und wieso ich mich so sehr freue, dass Panasonic mir diese Videos jetzt ermöglicht und ich dadurch jetzt einfach mal richtig Zeit habe, mich in ein interessantes neues Kamerasystem reinzufuchsen. Ja, ich freue mich dann auch in den nächsten Wochen vieles zu testen und euch mitnehmen zu können. Und genau aus dem Grund würde mich jetzt mal noch interessieren, was euch an der Kamera am meisten interessieren würde. Also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare unten. Und ja, ich habe die Kamera jetzt die letzten Wochen fast exklusiv im Einsatz und werde es auch die nächsten Wochen noch machen, um halt viel testen zu können. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Das hilft enorm weiter, damit noch mehr Leute dieses Video dann finden können. Wenn ihr euch für die Kamera interessiert, schaut gerne mal in die Videobeschreibung, da packe ich euch natürlich wieder alles rein. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Ich bin raus für heute. Ciao.